Denkpause. Jetzt in der Corona-Krise müssten wir eigentlich mehr Zeit übrig haben, um zu denken. Deshalb lautet der Titel dieses Videos Denkpause. In meinen Videos Wachrütteln hatte ich von ein paar sonderbaren Erlebnissen berichtet und um Nachforschung seitens Journalisten oder Polizei gebeten. Es ging darum, dass sich die Körper der Menschen verformten, Köpfe und Körperlinie. Wenn man unmittelbar danach aktiv geworden wäre, es überprüft hätte, wäre man vermutlich zu einer Klärung gekommen. Man hätte Menschen angetroffen, die das ebenfalls erlebt haben, bezeugen können oder nicht. So wüsste man auch, ob meine Aussage zutrifft. Man hat eine Art Aufgeregtheit und Betroffenheit erleben können. Das dauerte einige Tage an. Nun ist es etwa 2,5 Monate her und man fühlt, dass die Bereitschaft, darüber zu sprechen, eingeschlafen ist. Vielleicht bleibt ein derartiges Erlebnis auch nur für einen relativ kurzen Zeitraum in der Gedankenwelt und der Erinnerung präsent. Das heißt, dieser potenzielle Quell an Information erlischt mit der Zeit. Auch deshalb, weil man sich selber die Sinnfrage stellt. War das Realität, Wirklichkeit oder war es eine Art Traum oder Albtraum? Ist man verrückt? Deshalb ist es verständlich, dass die Bereitschaft, über derartige Erlebnisse zu berichten, schwindet. Auch aus Angst, dass man verspottet, verachtet oder eingesperrt wird. Der Zeitraum des Selbstüberzeugtseins scheint befristet zu sein, auch weil man einsamer wird in und mit den eigenen Empfindungen. Ich glaube aber immer noch daran, dass ich das tatsächlich erlebt habe mit den betroffenen anderen. Ich empfehle, auch Berichte von Mitmenschen aufzunehmen, selbst dann, wenn sie verrückt erscheinen. Wenn man sie per se verwirft, kommt man nicht wirklich weiter, weil man sie nicht überprüft, auch weil deren geistige Substanz womöglich aus dem gedanklichen Potenzial entschwindet. Das heißt, man kann sich nicht mehr erinnern. Was derzeit gerade geschieht, weltweit, bewerte ich primär als ein Alarmsignal und Wachrütteln. Dieser kleine Virus zeigt auch mit seinem Zeigefinger auf die Schwachstellen der menschlichen Welt. Wie funktioniert unser Gesundheitssystem? Wie organisieren wir unser Leben? Wie ist unsere Gesellschaft strukturiert? Was vergöttern wir? Und so weiter. Es ist auch sinnvoll, sich gegenseitig auszutauschen. Das bedeutet, dem anderen von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen zu berichten, selbst dann, wenn sie absurd erscheinen. So kommen wir weiter. Wir müssen auch nicht alle dasselbe erleben, damit etwas als wahrhaftig bewiesen ist. Die Kreuzigung Christi erscheint mir wahrhaftig, auch ohne dass ich sie nacherleben muss. Sie existiert im geistigen Raum. Ebenso existieren auch die Erlebnisse, von denen ich berichtet habe und berichte, für mich, solange ich mich erinnern kann, deren geistige Substanz also aufgreifbar ist. Wir brauchen Mut, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Lebensmut, Lebensfreude, Nächstenliebe etc. Ich wünsche allen eine Heilung. Andreas.